Hallo, guten Morgen, liebe Shiatsu-Freundinnen und hallo, liebe Shiatsu-Freunde. Jetzt, in diesen Tagen des Virus, bin ich meistens alleine hier im ESI. Keiner kommt, um Shiatsu zu lernen. Keiner ist hier, um Shiatsu zu bekommen und schon gleich gar keiner ist da, um Shiatsu mir zu geben. Ja, immer wieder werde ich gefragt, kann man mit Shiatsu eigentlich auch sich selbst behandeln? Ja, na klar, es ist vielleicht ein bisschen begrenzt, aber es gibt super gute Möglichkeiten. Ja, ich lade euch also ein, macht doch am besten gleich mit, zu einer kreativen Shiatsu-Selbstbehandlung. Auf geht's! Also, ich würde sagen, bringt mal die Hände zusammen und verschränkt die Finger, überkreuzt die Finger und dann, indem man die Finger so zusammenquetscht, einfach mal von der Fingerwurzel her über das Gelenk bis vor zu den Fingerspitzen die Finger mal aktivieren, aufwecken. Genau, und dann auf jeden Fall auch die Enden der Fingerspitzen quetschen, zwirbeln, drücken, denn hier beginnen und enden ja zum Teil die Meridiane. Okay, und dann mal die Finger aktivieren, die Handgelenke kreisen lassen, genau. Und dann mal die Fingerspitzen auf die Schultern und mal weit nach hinten bringen mit dem Einatmen und mit dem Ausatmen ganz nach vorn. Ellbogen bis vor die Nase und dann nochmal ganz hoch. Und vielleicht einmal zur Seite, zur einen und zur anderen Seite und vielleicht mal so Rückenschwimmerbewegungen machen. Genau. Und nochmal Schultern hochziehen und so, jetzt ist schon mal die ganze Last von den Schultern. Der Nacken freut sich, die Schultern. Ja, und von daher ist schon mal ein ganz guter Start. Okay, und dann, wenn die Finger also schön locker sind und aufgeweckt sind, dann mal ganz, wie schon bekannt, mit den Fingerspitzen ganz locker, so an der Mittellinie entlang, ein bisschen außerhalb von der Mittellinie, der gute alte Blasenmeridian, wenn ihr euch erinnert. Und weiter draußen die Linien des Gallenblasenmeridians. Ja, und dann beißt mal die Zähne zusammen und hier im Schläfenmuskel, in dieser Fächermuskel, da wird sich was bewegen, wenn ihr die Zähne kurz zusammenbeißt. Und dann habt ihr genau den Punkt Magen Nummer 8 und natürlich Punkte sind nicht Punkte, sondern es sind Zonen. Also dann lasst mal mit den Fingerspitzen kleine Kreise über dieser Zone von Magen Nummer 8 kreisen. Oh, das tut gut und für uns Kopfarbeiter ist das besonders gut, wenn wir dann hier oben aus dem Kopf langsam rauskommen, die Spannungen auflösen. Auch nochmal unter dem Jochbein, auch nochmal, wenn man die Zähne zusammenbeißt. Magen Nummer 7 und weiter unten am Kinn, auf dem Unterkiefer Nummer 5 und Nummer 6. Wunderbar. Und mal mit den Fingerspitzen das Kinn. Und dann vielleicht auch noch mal Mund öffnen. Grimassen machen. Genau. Das ist schon mal so lösend und befreiend. Wunderbar. Nicht die Ohren vergessen. Falls ihr noch nicht das kleine Video gesehen habt, Shiatsu Art, YouTube Shiatsu Art, die Nieren, dann guckt euch das mal an. Da werdet ihr noch mehr über die Ohren erfahren. Okay. Ja, und jetzt ein Klassiker des Selbst-Shiatsu, eine schöne Nackenbehandlung. Wir bringen die Hände dazu hinter den Kopf. Mit den Daumen tasten wir den Schädelrand und spüren diese Rinne, die sich fast von alleine hier am Nacken auftut. Und das ist der Verlauf des Gallenblasenmeridians. Gleich am Schädelrand, Gallenblase 20. Und wenn man die Ellbogen ein bisschen nach hinten bringt, kommt ein ganz natürlicher Druck auf die Daumen. Und so wandern wir am Nacken abwärts. Und wenn ihr das Gefühl habt, ups, da ist ein Punkt, der tut besonders gut, bleibt ruhig mal stehen. Dreht den Kopf von Seite zu Seite, auf und ab, lasst ihn ein bisschen kreisen und dann vertieft sich die Wirkung an dieser Stelle noch ein bisschen mehr. Und so kommt er langsam nach unten zur Schulteroberkante und von da geht es ja dann weiter zum Punkt Gallenblase 21. Ich hoffe, das hat gut getan. Und dann mal mit den Fingerspitzen und dann könnt ihr euch mal so gucken, wenn ihr das so sucht, den Trapezmuskel knapp dahinter mit den Fingerspitzen so einhaken. Die andere Hand geht auf den Ellbogen und dann könnt ihr mal auch wiederum diese Zone hier oben, man nennt das wohl
Punkt, Gallenblase 21, aber ist nicht ein Punkt. Das ist ein ganzer Bereich. Und da einfach mal hin und her wandern, genauso auf der anderen Schulter, findet den Punkt, hakt euch da ein und dann wandert ihr so ein bisschen auf und ab. Wunderbar, um Spannung im Schulter-, Nacken-, Kopfbereich aufzulösen. Und dann gucken wir mal nach Lunge Nummer 1. Genau, den findet ihr am besten, wenn ihr so den Daumen und mit den Fingern durch den Brustmuskel pierst quasi. Und dann habt ihr genau die Stelle Lunge Nummer 1. Mal tief einatmen. Und mit dem Ausatmen ein Ton über die Mitte. Und zur anderen Seite Lunge Nummer 1. Und vom Lungenpunkt Nummer 1 ausgehend auf der Arm-Yin-Seite von der Schulter nach vorn zur Hand und von der Hand auf der Arm-Yang-Seite wieder zurück zur Schulter. Und da könnt ihr auch wieder so einzelne Punkte und Stellen finden. Mit Sicherheit hier Dickdarm Nummer 10. Oh, der ist lecker. Also ruhig mal ein bisschen verweilen, ein bisschen tiefer gehen. Hier außen dreifacher Wärmer Nummer 12. Hier außen unter dem Delta-Muskel. Okay, und ganz oben nochmal Dickdarmmeridian. Genau, und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, den Arm nochmal kreisen. Und dann dasselbe auf der anderen Seite. Und auch hier nochmal, sucht nochmal Dickdarm Nummer 10, ganz gut, jawohl. Okay, wenn ihr wollt, auch nochmal Dickdarm Nummer 4, auf der anderen Seite Lunge Nummer 10. Andere Hand, ja, wunderbar. Und so haben wir jetzt schon mal den Kopf, die Schultern, den Nacken und die Arme aktiviert, den Brustkorb. Ja, und wir gehen von oben nach unten und kommen als nächstes dann zu den Beinen. Ganz kurz aber mal innehalten, still werden, bei sich ankommen. Denn wenn wir jetzt schon die Möglichkeit eines Shutdowns, Lockdowns, eines Stillstands haben, dann lasst uns doch für einen Moment auch tatsächlich mal stillstehen. Mal tief durchatmen. Diese Ruhe genießen, bei sich ankommen, sich mal zurücklehnen, sich wahrnehmen, sich spüren. Ja, und vielleicht auch mal eben gerade den Rücken, da wo wir uns anlehnen können, unsere angeborene Lebensenergie, den Blasenmeridian, die Nieren, mal warm reiben, wachklopfen, aufwecken, um mit dieser grundlegenden Energie in Kontakt zu kommen und von da aus dann die nächsten Schritte zu machen und weiterzugehen. Ja, das tut gut. Ja, und wir gehen von oben nach unten und kommen als nächstes dann zu den Beinen. Könnt ihr mich noch sehen? Ja, also weiter geht's mit den Beinen. Mal kräftig die Vorderseite, die Außenseite, der Magenmeridian und auf der Innenseite der Milzmeridian und ganz außen der Gallenblasenmeridian und ganz innen der Lebermeridian. Ruhig ein paar Mal wiederholen, ruhig ein paar Mal wiederholen und dann mit spitzen Fäusten Gesäßmuskel. Genau. Wunderbar, wunderbar. Ja, dann kommen wir mal auf den Boden runter und nehmen das Bein zu uns, so als wollten wir ein Kind in den Armen schaukeln. Und schaukeln mal unser Bein. Ihr könnt ruhig schauen, dass ihr den Ellbogen um den Fuß bekommt und um das Knie und das Bein nah an euch heranzieht. Das ist eine schöne Dehnung fürs Hüftgelenk, für das Iliosakralgelenk, geht bis in den unteren Rücken. Und natürlich eine schöne Dehnung für die Beinunterseite, speziell nochmal Blasenmeridian, Nierenmeridian, ja. Und dann könnte man einfach so weitermachen. Ich halte das Fußgelenk und dann mal so die alte Drehorgel. So rum und mal den Fuß zu mir herdehnen und dann wieder von mir weg. Die Zehen mitnehmen und vorsichtig vielleicht mit den Fingerspitzen mal so einhaken bei dem Lebermeridian, gleich zwischen dem ersten und zweiten Mittelfußknochen. Und das könnt ihr wiederholen zwischen den anderen Abständen, zwischen den Mittelfußknochen, genauso für den Magenmeridian, für den Gallenblasenmeridian. Ja, wunderbar.
Und dann würde ich sagen, legen wir dieses Bein einfach mal auf den Boden ab und orientieren uns. Wir haben hier innen den Milzmeridian, dann in der Mittellinie den Lebermeridian. Genau, für Niere am Oberschenkel nicht so, aber am Unterschenkel kommt man ganz schön hin. Man könnte jetzt zum Beispiel, indem man sich aufrichtet, mit den Daumen, ich trage das mal so rum, schön auf die Ferseninnenseite, auf die Fußinnenseite und so ganz schöne Fußbehandlung machen, auf die Fußunterseite sogar. Ja, und dann selbstverständlich mit den Daumen am Milzmeridian, am Lebermeridian. Und wem das alles eine Technik ist, die gar nicht so diesem Lehnen aus der Mitte entspricht, der kann mit ein bisschen Flexibilität natürlich auch das mit den Ellbogen machen. Also dann kommt man runter und mit 2 Ellbogen hier auf der Beininnenseite. Das geht natürlich gleich durch und durch. Oh Leute, das ist toll. Und genauso mit dem einen Ellbogen könnte man auf die Ferse und der andere kommt so auf ein Bein. Und so wandert ihr weiter nach oben. Und natürlich geht es auch mit ein bisschen Beweglichkeit mit 2 Ellbogen. Ein Ellbogen als Mutterellbogen am Unterschenkel und der andere wandert am Oberschenkel aufwärts. Ihr könnt es euch natürlich auch gemütlich machen. Schaut mal. Ihr könnt genauso hier mit dem angewinkelten Bein die Beininnenseite behandeln. Sehr schön den Milzmeridian erreichen, auch den Lebermeridian. Ja, aber ihr kennt natürlich auch die Meridiandehnungen, wie wir sie in den Kursen unterrichten. Und dann könnte man natürlich auf die Weise das Bein abwinkeln, wie ihr das zum Beispiel kennt, ähnlich für den Milz- oder Lebermeridian und mit einem abgewinkelten Bein. Und das macht das Ganze noch tiefer und noch besser, noch angenehmer. Die Dehnung selber ist ja schon ein Teil des Behandelns. Und so könnt ihr nach vorn wandern bis zur Ferse und auf die Weise die Bein-Yin-Meridiane behandeln. Okay, und dann kommen wir doch, wenn wir das Bein schon so haben, zum zweiten. Nehmen wieder das Bein in die Arme, schaukeln, ziehen es ein bisschen näher heran zu uns. Ja, die ganz Beweglichen unter euch, früher konnte ich das super toll machen. Den Fuß mal kurz hinter den Kopf. Ja, okay. Ja, man muss ja nicht übertreiben. Vorsicht. Und dann aber wieder die Dehnung für den Fuß, die Richtung, kreisen lassen. Und das Bein am Boden ablegen. Und dann, wenn ihr wollt, mit den Daumen, mit den Händen nochmal Einzelheiten behandeln. Ja, und das ist doch eine sehr schöne, gemütliche Technik. Und ob ihr jetzt am Baggersee seid oder vielleicht abends die Nachrichten schaut, ist immer möglich, auf die Weise sich selbst Shiatsu zu geben. Also Magen 36 und ihr wisst, 3 Meilen am Bein. Behandelt den Punkt, ja, und dann wisst ihr, es geht immer noch ein bisschen weiter, nämlich mindestens 3 Meilen. Und genauso auf der Seite. Also nochmal die Handfläche so über die Kniescheibe, der 4. Finger findet fast von alleine. Oder ihr greift von der anderen Seite her, hebt den Fuß, bewegt den Fuß und dann spürt ihr, wie sich richtig hier kleine Ballons aufblasen, Muskeln kommen zum Vorschein und haltet den Punkt, bewegt den Fuß dabei, genau. Und geht noch weitere 3 Meilen. Ja, also das ist doch eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst zu behandeln. Aber ich gehe gleich nochmal an den Schreibtisch, weil viele von euch müssen ja am Schreibtisch sitzen. Und von daher ist es ganz gut auch mal zu wissen, wie kann man denn da noch ein bisschen weitergehen mit Selbst-Shiatsu. So, seht ihr, jetzt bin ich im Büro gelandet. Das ist unausweichlich. Auch das muss sein und es ist ja gar nicht so schlecht, diese Zeit des Stillstandes. Da kann man ja endlich mal Dinge machen, die sonst immer ganz am Ende kommen. Zum Beispiel die Einkommensteuererklärung oder mal die Festplatte aufräumen. Ja, und wenn ihr dann genug habt vor lauter Maus und Tastatur und schon Krämpfe in den Händen bekommt und in den Armen bekommt, dann auch da nochmal wunderbare Möglichkeit, selbst Shiatsu zu machen. Ihr legt den Unterarm auf den Schreibtisch ganz bequem vor euch und der andere Arm, der Unterarm, der wandert lehnend Richtung Handgelenk.
geht sogar noch in eine Dehnung für das Handgelenk und wandert jetzt über die Handinnenfläche und geht so bis zu den Fingerspitzen. Und wenn ihr da vorne angekommen seid, dreht ihr einfach die Hand und wandert mit dem Unterarm wieder über die Finger, über den Handrücken. Das ist wunderbar. Ihr könnt sogar einzelne Punkte euch raussuchen. Geht über das Handgelenk und wandert nach oben. Und kommt nochmal vorbei und dann könnt ihr nochmal ruhig mit der Ellbogenspitze gucken, dass ihr hinfindet. Zu Dickdarm Nummer 10. Der ist vielleicht gut. Da löst sich alle Spannung in den Schultern, in den Oberarmen, im Ellbogen bis runter zu den Fingerspitzen. Ein sehr wirksamer Punkt. Ja, dann seid ihr so fit, dass ihr nochmal 3 Meilen gehen könnt und dann macht doch gleich die Einkommensteuer vom letzten Jahr gleich auch mit. So, jetzt sind wir mal von Kopf bis Fuß durchgegangen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Immerhin ein bisschen was kommt bei dem Selbst-Shiatsu vom Shiatsu auch bei uns selbst rüber. Also auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, in Zeiten, wo die Kontaktsperre aufrechterhalten werden muss, doch auch mit Shiatsu für sich selbst was tun zu können. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, seid kreativ, entwickelt diese Ideen weiter, keine Frage, da gibt es noch viel mehr. Und ich freue mich, wenn wir uns möglichst bald hier wieder mal im ESI wiedersehen, zum Kurs oder wie auch immer zur Behandlung. Ich wünsche euch eine gute Zeit, lasst euch nicht unterkriegen und bleibt fröhlich.